Hallo allerseits, heute kann ich mal wieder ein schönes Spur 1 Modell von Märklin vorstellen. Es handelt sich um die Baureihe 103.1 im Maßstab 1:32. Sie ist aus Zinkdruckguss gefertigt und ich habe dieses Modell gerade leihweise im Rahmen eines Beitrags, den ich für das Eisenbahnmagazin schreibe. Die Lok ist hier im Jahr 1971 in Szene gesetzt beim Abnahmedatum am 3. Juni und ist im Vorbild bis ins Jahr 2000 im Einsatz gewesen, bis sie verschrottet wurde. Das Modell ist mit 7 Kilo recht schwer geworden, hat aber wahnsinnig viele Details, die recht schön detailliert wurden. Wenn man hier mal aufs Dach sieht, kann man das schon mal erahnen. Jetzt schauen wir nochmal in den Führerstand rein, da kann man auch mal sehen, wie schön man das hier gemacht hat. Man kann es nur erahnen. Und schauen wir mal, ob wir hier nochmal was sehen können. Einigermaßen kann man es erkennen. Dann schauen wir nochmal am Fahrgestell entlang, dass wir hier auch sehen, wie aufwendig hier das ganze Fahrwerk realisiert wurde. Und demnächst zeige ich dann auch die ganzen Geräuschfunktionen oder versuch's zumindest, weil das Modell das erste Modell mit dem neuen Spur 1 Decoder ist, der insgesamt 32 Digitalfunktionen hat. Bevor wir uns das jetzt dann genauer anschauen, jetzt hier mal vorneweg kurz die Pantographen, die elektrisch gesteuert sind. Das war jetzt der. Passend mit dem Geräusch auch. Dann haben wir hier auch noch eine Telex-Kupplung. Die hat Märklin 2 Stück verbaut. Das sind die neuen schlanken Telex-Kupplungen, die sehr wenig Bautiefe benötigen. Und das Modell mit den 32 Funktionen werden wir uns jetzt dann gleich genauer anschauen, nochmal von unten, bevor es dann mit den ganzen Geräuschen losgeht. Jetzt werfen wir noch einen Blick unter die Lok. Wir schauen uns hierzu mal das Fahrgestell an und fahren jetzt mal ein bisschen näher ran. Hier sitzt im Inneren der Motor und ein großes Zahnrad mit Übersetzung. Und hier ist die Hauptwelle und hier sind dann Kardangelenke zu allen Achsen, die dann für die Kraftübertragung aller Achsen sorgen. Und an jeweils 4 Rädern befindet sich eine Stromaufnahme, die man hier nur erahnen kann. Ich fahre gleich näher ran. Hier kann man es gut sehen. Ganz nah an der Achse sind jeweils Scheiben mit einem Kontakt, der die Stromübernahme macht. Dann sehen wir hier auch, wie aufwendig die Achsen gelagert sind, komplett gefedert. Jede Achse, jedes Rad selbst gefedert. Und das ist sehr aufwendig gemacht und ist schon ein Vergnügen fürs Auge. Hier sieht man jetzt noch die Telex-Kupplung von Märklin, die hier drehbar gelagert ist mit 2 Kabeln. Und ganz hinten kann man entdecken den Stecker zum Abstecken. Das heißt, man kann diese Telex-Kupplung auch abbauen. Hier ist ein großer Schlitz durch die Schürze, damit die Telex-Kupplung sich frei bewegen kann. Und wenn man die Kupplung abbaut, ich zeige jetzt hier nochmal die Schürze, die hier normal verbaut ist. Und das ist jetzt hier die Telex-Kupplung nochmal, die man hier gut sehen kann, schön schlank gebaut. Die wird über eine Spule gehoben, über ein Elektromagnetprinzip quasi. Und man kann die dann ersetzen gegen eine Vorbild-Schraubkupplung, die man dann an der vorne und hinten montieren kann. Und dann gibt es auch eine Schürzenverkleidung. Das ist jetzt hier die vorbildgerechte Schürze mit Bremsschläuchen und sehr fein detailliert, die man dann montieren kann, wenn man die Lok vorbildgerecht aussehen lassen möchte. Hier sieht man jetzt nochmal die andere Seite der Lok, bei der die Schürze schon montiert ist und die Schraubkupplung montiert ist. Das ist allerdings wirklich nur für den Schaubetrieb, fürs schöne Aussehen, weil die Lok dann auf Anlagen wegen der durchführenden Schraubkupplung, wegen der Stange, die durchgeht und der Feder keinen Platz hat. Das heißt im Endeffekt, dann kann sich das Drehgestell leider nicht frei bewegen. Man kann also keine engen Kurven fahren. Nachdem dies die erste Spur 1 Lok von Märklin ist mit einem neuen Hochleistungs-Digital-Decoder, dachte ich, ich schraube die 103.1 mal auf, um einen Blick nach innen zu werfen. Der eine oder andere Technikfreak wird sich sicher freuen, dass er mal reinschauen kann. Wir sehen auf den ersten Blick, sehen wir eigentlich gar nicht mal so viel da drin, aber es ist doch einiges drin für eine Spur 1 Lok. Und wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Wir sehen also hier die Hauptplatine
auf der verschiedene Steckverbindungen sich befinden und die auf die Art und Weise relativ einfach zu bestücken ist und im Wartungsfalle zu reparieren ist. Das ist jetzt hier der eigentliche Spur 1 Hochleistungsdecoder für Motorola, DCC und MFX, der jetzt 32 Funktionen bei MFX unterstützt. Er ist 51 mm lang und 41 mm breit und enthält auch die gesamte Geräuschelektronik. Und er versorgt dann diesen Lautsprecher, der hier nach unten strahlt und das gesamte Gehäuse dieser Lok als Resonanzraum nutzt. Und auf die Art und Weise klingt das auch recht voluminös. Dann sehen wir hier längs verbaut den großen Motor mit einem gekapselten Zahnradgetriebe nach unten, das dann, wir haben uns das ja vorhin schon mal angeschaut, über Kardans alle 6 Achsen antreibt. Dann von der Platine des Decoders aus gehen rüber hier 4 Kabel zu einer Erweiterungsplatine. Das ist erstmals bei Märklin bei einem Spur 1 Modell der Fall, dass das hier realisiert wurde. Das ist ein Energiepuffer, der aus 6 in Serie geschalteten Elektrolytkondensatoren mit einer Kapazität von jeweils 5 Farad besteht. Und dieser Puffer sorgt dafür, dass im Falle von Stromunterbrechungen bei schlecht versorgten Gleisen, im Garten zum Beispiel, die Lok sauber weiterfährt. Sie kann 2 bis 3 Sekunden gut weiterfahren, auch die Geräusche bleiben erhalten. Und das sorgt eben auch für neuen Fahrkomfort in der Spur 1, den man bisher bei Märklin nicht kannte. Dann haben wir hier einen kleinen Schiebeschalter, mit dem kann die Lok zwischen die Stromversorgung von den Gleisen und von der Oberleitung umgeschaltet werden. Falls man also mal wirklich vorbildgerecht von der Oberleitung fahren will, kann man das mit der 103er machen. Dann gibt es hier 2 dreipolige Steckverbindungen für die Führerstandsbeleuchtung und für die Spitzenbeleuchtung, die ja aus 3 LEDs in weiß und dann 2 integrierten roten Rückbeleuchtungen besteht. Und dann gibt es hier noch eine Steckverbindung mit 3 Polen, die ins Dach führt. Und zwar im Dachbereich befindet sich ein Servomotor, der den Pantographen antreibt und eine Umlenkeinheit, mit der dann der Pantograph gehoben und abgesenkt werden kann. In der Mitte sehen wir hier eine Platine für die Beleuchtung des Maschinenraums. Die ist auch angeschraubt und auch eben auf die Art und Weise relativ einfach mal auszutauschen, wenn mal was sein sollte. Und dann am anderen Ende sehen wir auch nochmal den zweiten Servomotor und die zweite Umlenkeinheit für den Pantographenantrieb. Und wenn wir jetzt hier auf die Platine Retour kommen, dann sehen wir am einen Ende hier, dass nur wenige Kabel direkt verlötet sind, und zwar die Kabel zur Telex-Kupplung und die Kabel zur Stromversorgung der Lokomotive. Und dann hier eben nur nochmal der Lautsprecher, die 2 Kabel. Und wir haben hier noch eine weitere Schnittstelle, die sich auf dieser Lok befindet oder auf diesem Decoder, die allerdings bei diesem Modell nicht benötigt wird. Das ist eine SUSI-Schnittstelle, eine 4-polige Schnittstelle, mit der man die Lok erweitern könnte, mit der man beispielsweise dann Rauchentwickler oder sonstiges anschließen könnte, das sich vielleicht auch nicht unbedingt auf dieser Platine befinden muss. Wenn der Decoder beispielsweise im Tender ist und in der Lokomotive ein Rauchentwickler sein soll, kann man das auf diese Art und Weise eben auch einfach realisieren. Oder man könnte ein zweites Geräusch in einen zweiten Triebwagen mit reinpacken. Auch das ist auf diese Art und Weise denkbar und realisierbar. Ich denke, das musste jetzt mal reichen als Ausflug in die Technik, und jetzt werden wir uns die ganzen Geräusch- und Schaltfunktionen, Digitalfunktionen mal nochmal aus der Nähe ansehen. Jetzt steht die Lok wieder auf dem Testgleis, aber diesmal von der anderen Seite hier, damit wir uns mal die Schürze schöner anschauen können mit dieser vorbildgerechten Schraubkupplung und mit den Bremsschläuchen, die allerdings ja nicht für den Fahrbetrieb in engen Bögen ausgelegt ist, sondern eigentlich nur für den Schaubetrieb. Jetzt kommen wir dann zu den ganzen Geräuschen dieses Modells, das ja mit dem neuen Märklin Decoder insgesamt 32 Funktionen auslösen kann, die man hier an der Märklin Central Station auslösen kann per Touchscreen. Ich kann das hier mal zeigen für die Leute, die es noch nicht kennen. Hier beispielsweise die Telex-Kupplung oder der Pantograph, den man heben kann, der sich jetzt hier hebt. Der neue Spur 1 Decoder hat ja insgesamt 32 Funktionen, und die werde ich jetzt einfach systematisch der Reihe nach aufrufen, damit man das auch mal sehen kann, damit ich auch ein bisschen was erklären kann. Fangen wir an mit der Funktion F0, das ist die Spitzenbeleuchtung.
die in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung 3 Licht weiß oder 2 Licht rot ist, die man auch einzeln deaktivieren kann. Dann kann man den Führerstand beleuchten. Da leuchtet immer der in Fahrtrichtung vordere und der Maschinenraum. Dann kommt mit F2 das Betriebsgeräusch. Dann mit F3 die Telex-Kupplung vorne, die wir jetzt allerdings nicht sehen. Und die Telex-Kupplung hinten, die sich dann elektrisch bewegt. Ich glaube, ich schalte jetzt das Betriebsgeräusch wieder aus, damit man die Einzelgeräusche schöner sehen und hören kann. Jetzt kommen wir auf einen Pfiff. Dann die Pantographen, der vordere, der jetzt runter geht, der hintere, der jetzt rauf geht. Dann ist die Funktionstaste 8 reserviert für die Anfahrbremsverzögerungsdeaktivierung, mit der man die Lok dann im Rangierbetrieb feiner regeln kann. Dann gibt es mit der Funktionstaste F9, die wir jetzt natürlich auch nicht vorführen können, das Bremsenquietschen deaktivieren, weil die Lok beim Anhalten immer ein Bremsenquietschen abspielt. Und mit der Funktionstaste 10 hören wir einen Rangierpfiff. Dann kommt die Spitzensignalbeleuchtung, kann man deaktivieren mit F11 auf der einen Seite, mit F12 auf der anderen Seite. Dann haben wir F13, das Geräusch eines Kompressors. Und jetzt kommen wir zu einer Besonderheit der Funktionen 14 bis 16. Das sind Haltestellenansagen. Und zwar Multihaltestellenansagen. Insgesamt 10 Stück hat Märklin da der Reihe nach im Decoder programmiert, die der Reihe nach in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung abgespielt werden. Und ich spiele jetzt mal die erste ab. Nächster Halt, Köln Hauptbahnhof. Das war jetzt eine Ansage, bei der man nicht hört, in welcher Richtung man aussteigen soll. Wenn man die nächste Taste drückt, kann man beim nächsten Bahnhof hören, dass es jetzt eben ein Ausstieg in Fahrtrichtung links sein soll. Nächster Halt, Bonn. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Man kann das beliebig abwechseln. Jetzt machen wir wieder ein ohne Ansage. Nächster Halt, Koblenz Hauptbahnhof. Und jetzt in der anderen Richtung, die Türen auf der anderen Seite. Nächster Halt, Mainz Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Mannheim Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und wenn ich die Fahrtrichtung wechsle, dann dreht sich natürlich auch die Reihenfolge der Haltestellenansagen um, dass man das eben auch alles sehr realistisch nachspielen kann. Jetzt kommen wir zum nächsten Geräusch, zum Druckduftablassen. Dann die Lüfterschaltung. Jetzt noch mit F19 eine Bahnhofsansage. Achtung an Gleis 10, der Zug verkehrt heute in umgekehrter Reihenfolge. Dann eine Zugdurchsage. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich auf unserer Fahrt nach Basel. Guten Tag, noch jemand zugestiegen? Your tickets, please. Thank you. Das war jetzt der Schaffner mit F21. Dann kommt eine Zugdurchsage nochmal. Fahrgäste, aufgrund einer Signalstörung verzögert sich die Weiterfahrt um ca. 15 Minuten. Über Ihre Anschlussmöglichkeiten werde ich Sie in Kürze informieren. Dann ein typisches Gespräch mit F23. Guten Tag, der Herr. Ihr Platz ist leider ab Köln reserviert, aber die anderen Plätze sind dann frei. F24 noch ein Gespräch. Bitte sehr, bekomme ich meinen Anschluss noch? Jawohl, Sie bekommen den Anschluss. Er steht am selben Bahnsteig vis-à-vis. Vielen Dank, bitte sehr. Mit F25 gibt es noch einen Schaffnerpfiff. Dann folgt ein SIFA-Alarmsignal mit F26. Mit F27 kann man den Schaltschutz aktivieren. Mit jedem Tastendruck. Dann haben wir noch den Hauptschalter.
Bei F29 gibt es noch die Führerstandstüre, die man klappern hört. Und dann hat Märklin noch die Scheibenwischer als Geräusche realisiert. Wenn man es mal auf der Anlage regnen lassen will. Und schließlich gibt es mit F31 noch typische Hintergrundgeräusche am Bahnhof. So, das war's jetzt mit den 32 Digitalfunktionen der Baureihe 103.1 im Maßstab 1:32 von Märklin, die wir jetzt hier nochmal abschließend kurz fahren lassen. Und dann jetzt die Deaktivierung der Geräusche machen und den Stromabnehmer runterfahren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen würden.